Ein Tag in der Bäckerei. Max ist 18 Jahre alt und hat vor kurzem seine schulische Ausbildung beendet. Er wohnt in einer kleinen Stadt namens Kirchfelden, umgeben von Wiesen und Feldern. Schon seit seiner Kindheit liebt er den Duft von frisch gebackenem Brot und Brötchen. Immer wenn er an einer Bäckerei vorbeilief, blieb er vor dem Schaufenster stehen und atmete tief ein. Jetzt, da er die Schule hinter sich hat, sucht er nach einem Beruf, der ihm Spaß macht. So kommt er auf die Idee, ein Praktikum in einer örtlichen Bäckerei zu machen, um die Arbeit dort kennenzulernen. Er hat Glück. Die Bäckerei Süßer Korn nimmt ihn für eine Woche. Hier hofft er, Einblicke in die Welt des Backens zu gewinnen und vielleicht seinen Traumberuf zu finden. Am ersten Tag klingelt sein Wecker schon um 3 Uhr morgens. Max reibt sich die Augen. So früh ist er noch nie aufgestanden. Er duscht sich rasch, zieht bequeme Kleidung an und denkt an seine warmen Sachen. Denn in einer Backstube kann es auch ziehen. Und es ist oft ein Kommen und Gehen im kühlen Lager. Um kurz nach 3:30 macht er sich auf den Weg zur Bäckerei, die zum Glück nur 10 Gehminuten entfernt liegt. Draußen ist alles still und dunkel. Kaum ein Auto fährt, während er mit klopfendem Herzen zur Backstube schlendert. Als er das Licht der Bäckerei sieht, klopft er an die Hintertür, wo schon ein älterer Mann, Herr Schneider, den Schlüssel in der Hand hält. Herr Schneider ist der Inhaber der Bäckerei Süßer Korn, ein Mann in den 50ern mit freundlichem Gesicht und mehlbestäubter Schürze. »Ah, du musst Max sein. Komm rein, wir haben viel zu tun«, sagt er in einem herzlichen, aber bestimmten Ton. Max tritt ein und fühlt sofort den angenehm warmen Geruch von Teig, Butter und Hefe. Die Luft hat etwas leicht Feuchtes, Mehlstaub schwebt in den Strahlen der Deckenlampen. Herr Schneider stellt ihm die Kollegen vor. Da ist Lisa, eine junge Gesellin, die seit einem Jahr hier arbeitet und hauptsächlich für Gebäck zuständig ist. Und Andreas, der Bäckermeister, der sich um die Brotteige kümmert. Außerdem gibt es noch Mia, die Auszubildende im 3. Lehrjahr, welche die Kunden im Verkaufsraum bedient und parallel lernt, einfache Teige herzustellen. Max merkt schnell, dass ein gutes Teamwork in der Backstube unerlässlich ist. Jeder hat sein Feld, doch viele Handgriffe greifen ineinander. »So, Max, wir fangen gleich an«, sagt Andreas und gibt ihm eine Schürze und ein Haarnetz. »Zuerst musst du dir gründlich die Hände waschen und desinfizieren. Hygiene ist extrem wichtig.« Max wäscht sich brav die Hände, setzt das Haarnetz auf, damit keine Haare in den Teig fallen. »Dann komm mit, wir schauen uns die Teige an, die wir gestern Nacht angesetzt haben.« Andreas führt ihn zu mehreren großen Kübeln, in denen bereits vorgereifter Brotteig liegt. Die reifen wir seit ein paar Stunden, damit das Brot Aroma kriegt. Jetzt werden wir sie weiterverarbeiten. Fasziniert betrachtet Max die großen, weichen Teigklumpen, die leicht säuerlich riechen, weil sie Gärung durchlaufen. Andreas nimmt eine Schüssel, mehlt die Arbeitsfläche und holt den Teig heraus. Wir machen heute Landbrot, Roggenmischbrot und ein paar Vollkornbrote. Schau genau zu. Er teilt den Teig mit Hilfe einer Teigkarte in gleich große Portionen. Dann knetet er jede Portion kurz, formt sie zu runden Laiben. Damit der Teig Spannung kriegt und später schön aufgeht, erklärt er. Max bekommt auch eine Teigportion in die Hand gedrückt. Trau dich, knete ruhig, aber nicht zu grob. Versuch, dem Brotlaib eine runde Form zu geben. Du wirst schnell ein Gefühl dafür kriegen. Etwas unsicher drückt Max den Teig, spürt, wie er elastisch nachgibt, gleichzeitig klebrig an den Fingern haftet. Er streut noch etwas Mehl, formt und versucht, es gleichmäßig zu machen. Andreas korrigiert. Die Seiten musst du noch ein bisschen einschlagen, sonst wird der Laib zu flach. Nach ein paar Minuten gelingt ihm ein passabler Laib, immerhin nicht perfekt, aber man erkennt die Form. Andreas lächelt. Na, für den ersten Versuch gar nicht schlecht. Danach legen sie die geformten Laibe in Gärkörbchen, in denen sie nochmals ruhen und aufgehen sollen. In der Zwischenzeit
wendet sich Andreas dem anderen Teig zu. Brötchenteig. Er lässt Max zusehen, wie er eine große Teigplatte abwiegt. Dann teilt er mit Hilfe einer Brötchenteigmaschine die Platte in 30 gleich große Stücke. Die gehen jetzt in die Gärkammer. In einer halben Stunde holen wir sie raus und schieben sie in den Ofen. Währenddessen ruft Lisa aus einer anderen Ecke: Andreas, unsere Zimtschnecken sind fertig. Sie öffnet gerade den großen Backofen, aus dem ein himmlischer Zimtduft strömt. Max kann nicht anders. Er lächelt breit, denn das riecht so unglaublich gut. Lisa legt die dampfenden Schnecken auf ein Blech zum Auskühlen. Sie wirft Max einen verschmitzten Blick zu. »Wenn du brav bist, darfst du gleich eine kosten.« Er grinst. »Das ist doch der beste Lohn, oder?« So vergehen die ersten Stunden wie im Flug. Sie backen Brotlaibe, schieben Bleche mit Brötchen in den Ofen, formen süße Teilchen. Jedes Mal, wenn etwas fertig ist, duftet die Backstube intensiver. Zwischendurch läuft Herr Schneider geschäftig hin und her, kontrolliert die Zeitpläne, weil jedes Produkt seinen eigenen Rhythmus hat. Manchmal flucht er, wenn er merkt, dass ein Teig noch klebrig ist oder eine Maschine hakt. Max spürt die Hektik, die schon am frühen Morgen herrscht, damit um 7 Uhr, wenn der Laden öffnet, alles frisch und fertig im Verkaufsraum liegt. Als es Richtung 7 Uhr geht, tragen sie die noch warmen Brote und Brötchen in den Laden. Mia, die Azubi, arrangiert sie in den Regalen. Max darf helfen, ein paar Tabletts voll Croissants in die Auslage zu legen. Kaum stehen sie dort, kommen die ersten Kunden herein, die den Duft wohl schon von draußen erschnappt haben. Sie bestellen frische Brötchen, ein Landbrot oder ein Stück Butterkuchen. Max beobachtet fasziniert, wie die Leute sich freuen, wenn sie ein warmes Brötchen in die Hand bekommen. Er selbst ist ein bisschen müde, weil er so früh aufgestanden ist, aber die Begeisterung über das fertige Gebäck motiviert ihn. Nach der Stoßzeit am Morgen, wenn die meisten Kunden ihre Frühstücksbrötchen geholt haben, kehrt in der Backstube eine kurze Ruhepause ein. Lisa und Andreas trinken rasch einen Kaffee, essen ein kleines Croissant. Max wird eingeladen, sich dazuzusetzen. Sie fragen ihn, wie er es bisher findet. Er sagt ehrlich: Anstrengend, aber total interessant. Ich wusste nicht, wie komplex das alles ist. Andreas lacht und erzählt von seiner Lehrzeit, wie er am Anfang auch Schwierigkeiten hatte, die Teigkonsistenz zu erkennen. Max fragt neugierig: Wie hast du das gelernt? Andreas erklärt: Viel Gefühl. Irgendwann spürst du einfach, ob ein Teig zu trocken oder zu feucht ist. Das geht nur durch Üben. Die Pause ist schnell vorbei. Sie müssen neue Bleche vorbereiten, denn die Kunden bestellen über den Tag verteilt verschiedene Kuchen und Teilchen. Lisa zeigt Max, wie man einen Hefeteig für Streuselschnecken ansetzt. Er misst Mehl, Hefe, Zucker, Milch, etwas Butter ab. Dann knetet er mit der Teigmaschine, staunt, wie mächtig dieses Gerät knetet. Er achtet darauf, die Butter nach und nach hinzuzufügen. Wenn er an einer Stelle unsicher ist, hilft Lisa oder Andreas. Anschließend lässt er den Teig ruhen, während er die Streusel vorbereitet. Kalte Butter, Zucker und Mehl zwischen den Fingern zerbröseln, bis sie streuselig aussehen. Kurze Zeit später formt er kleine Kugeln aus dem Hefeteig, drückt eine Mulde, bestreut sie mit Streusel. Diese Teilchen sollen noch eine Weile gehen, bevor sie in den Ofen kommen. Er empfindet Stolz, als er versteht, wie man den Teig portioniert, was die richtige Temperatur ist. Andreas lobt ihn. Gut gemacht. Natürlich wird das perfekte Formen noch schneller gehen müssen, aber du hast das Grundprinzip verstanden. Parallel wirft Max mal einen Blick durch das Fenster zum Verkaufsraum. Eine Schlange bildet sich, Leute holen Brot, manche bestellen Torten für einen Geburtstag. Er spürt, wie wichtig ihre Arbeit ist, damit die Menschen tagtäglich frisches Gebäck haben. Es ist eine Art Service für die Gemeinschaft. Er bewundert Andreas, Lisa und Mia, die trotz Stress immer lächeln. In manch anderem Job sieht man nicht so direkt, wie sehr Kunden sich freuen können, wenn sie ein duftendes Brot in die Hand bekommen.
Nach einer Weile schleppen Andreas und Max Mehlsäcke vom Lager in die Backstube. Die Säcke sind ziemlich schwer, 25 Kilo oder mehr. Max schnauft, merkt, dass Bäcker sein nicht nur Feinmotorik mit Teig ist, sondern auch körperliche Arbeit. Er fragt, ob das Lager immer so gut gefüllt ist. Andreas erklärt, dass sie täglich größere Mengen Mehl verbrauchen, besonders an Wochenenden. Max lernt, wie sie das Mehl lagern müssen, trocken und kühl. Dann bringen sie Butter aus dem Kühlhaus in die Backstube, verteilen Zutaten, damit alles griffbereit ist. Gegen Mittag bereiten sie sich langsam auf den Nachmittagsbetrieb vor, wo die Leute Kuchen oder Teilchen für den Kaffee kaufen. Lisa macht einen Rührteig für einen Zitronenkuchen, der später glasiert wird. Sie zeigt Max, wie man Butter und Zucker schaumig schlägt, Eier einzeln unterrührt und dann Mehl und Backpulver vorsichtig einarbeitet. Max probiert es, hat Spaß, den Teig zu rühren. Als er probiert, sagt er: »Lecker, aber sehr süß.« Lisa lacht. »Dann freust du dich gleich auf den fertigen Kuchen.« Bevor er in den Ofen schiebt, schießt Max noch ein Foto mit seinem Handy, um den Moment festzuhalten, weil er so stolz ist, den Teig quasi selbst gemacht zu haben. Dann geht's in den Backofen. Später, als der Kuchen duftet, holt er ihn raus, sticht mit einem Holzstäbchen hinein, alles durchgebacken. Er freut sich wie ein kleiner Junge. Lisa sagt: »Mal sehen, ob er schmeckt. Wir machen eine einfache Glasur aus Puderzucker und Zitronensaft.« Max darf die Glasur anrühren, sie verteilen. Eine halbe Stunde später ist ein saftiger Zitronenkuchen fertig. Jeder im Team probiert ein kleines Stück. Max grinst, als sie sagen, es sei perfekt. Gegen Nachmittag hat Max schon mehrere Stunden gearbeitet, merkt, dass er müde wird. In einer kleinen Pause sitzt er auf einem Hocker, isst ein Brötchen. Er bewundert die Leute, die das jeden Tag tun, teils noch länger. Andreas erzählt ihm, dass man sich an den Rhythmus gewöhnt, auch ans frühe Aufstehen. Aber es ist ein harter Job, auch an Feiertagen und Wochenenden. Bäcker haben selten frei, wenn andere frei haben. Max nickt nachdenklich. Er war sich dessen nicht so bewusst. Er hatte nur an den tollen Duft und das Erfolgserlebnis gedacht, wenn das Gebäck fertig ist. Gegen 15 Uhr ist der größte Ansturm vorbei. Manche Brote sind bereits ausverkauft, andere werden an diesem Tag nicht mehr gebacken. Das Team räumt auf, spült Bleche und Werkzeuge, fegt den Boden. Max lernt, dass Hygiene und Sauberkeit einen hohen Stellenwert haben. Herr Schneider kommt vorbei und fragt Max, wie sein erster Tag war. Der sagt: »Extrem spannend, aber auch anstrengend. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel in so kurzer Zeit passiert.« Herr Schneider klopft ihm auf die Schulter. »Gut gemacht, Junge. Wenn du Lust hast, komm morgen wieder früh. Dann machen wir mal zusammen einen traditionellen Hefezopf.« Max strahlt. »Auf jeden Fall. Ich freue mich schon.« Er merkt, dass er sich heute nicht gelangweilt hat. Im Gegenteil, die Zeit verging schnell und er hat ständig was gelernt. Er verabschiedet sich von allen, zieht seine Arbeitskleidung aus, säubert nochmal seine Hände und gegen 3:30 ist er endlich fertig. Draußen scheint immer noch die Sonne, während andere Leute ihre Arbeit erst beenden. »Ha, für Bäcker ist das normal?« lacht Lisa. »Du hast halbe Nacht gearbeitet. Jetzt hast du vielleicht den Nachmittag frei.« Max denkt, dass das ein interessanter Lebensrhythmus ist. Zu Hause erzählt er seiner Mutter ausführlich vom Tag. Er beschreibt den Duft, die Teige, das Kneten, das Schwitzen, das Erfolgserlebnis, wenn etwas gut gebacken ist. Seine Mutter freut sich und sagt: »Du wirkst so motiviert. Hast du Lust, das weiterzumachen?« Max ist unsicher. Er will auf jeden Fall das Praktikum beenden und sehen, ob er sich eine Ausbildung zum Bäcker vorstellen kann. Er kann sich zwar vorstellen, dass er das nicht sein ganzes Leben machen will, aber wer weiß, vielleicht ja doch. Diese erste Erfahrung hat ihm jedenfalls gezeigt, wie erfüllend Handwerk sein kann. In den nächsten Tagen wiederholt sich das Szenario. Max steht früh auf, geht in die Backstube.
Er lernt, wie man Croissants formt, wie man mit Blätterteig umgeht, wie man Füllungen für verschiedene süße Teilchen macht. Er sieht, wie Lisa Torten dekoriert, was er total faszinierend findet. Er hilft manchmal im Verkaufsraum, wenn Mia Unterstützung braucht. Dabei sieht er, wie Kunden Freude haben, wenn sie in die Bäckerei kommen, der Geruch von Kaffee und frisch gebackenem Brot sie empfängt. Er bemerkt, dass ein Teil von ihm diese kundennahe Atmosphäre genießt. Er lernt auch Schattenseiten kennen, anstrengende Arbeitszeiten, schwere Mehlsäcke, ab und an monotone Handgriffe, wenn man hunderte Brötchen formt. Er begreift, dass der Lohn in der Branche nicht immer hoch ist. Doch das Team arbeitet mit Herzblut. Das inspiriert ihn. Sie lachen auch viel, machen Späße, selbst um 4:30 morgens. Er merkt, dass so ein freundliches Miteinander ihm gefällt. Lisa erklärt, wenn man schon so früh aufsteht, braucht man gute Laune, sonst wird es unerträglich. Nach Ende der Praktikumswoche fühlt Max sich reif, ein Fazit zu ziehen. Er ist zwar körperlich müde, aber glücklich. Er hat jeden Tag Neues gelernt, vom Teigmischen über das Formen bis zum Ofen. Er kann schon ein einfaches Brot fast selbstständig machen, nur muss Andreas noch ab und zu helfen. Er spricht mit Herrn Schneider, der ihm sagt, »Du hast Talent, Junge. Wenn du willst, kannst du gern bei uns eine Ausbildung anfangen.« Max freut sich und sagt, dass er darüber nachdenkt. »Sat, vielleicht brauche ich noch etwas Zeit, aber Bäcker sein, das könnte ich mir gut vorstellen.« Herr Schneider nickt. »Unser Beruf ist hart, aber schön. Du hast Leidenschaft, das zählt.« Am letzten Tag kommt seine Familie abends in die Bäckerei, um Brote und Gebäck zu kaufen. Max führt sie stolz durch den Verkaufsraum, zeigt ihnen die Backstube, nur von der Tür aus, wegen Hygiene. Er präsentiert ihnen die Brote, die er mitgeformt hat. Sein Vater kauft ein großes Landbrot und ein Blech Obstkuchen. Max ist gerührt, weil er zum ersten Mal das Gefühl hat, er habe selbst etwas produziert, das andere genießen. Seiner kleinen Schwester schenkt er eine selbstgemachte Brezel, die er kurz vorher aus dem Ofen geholt hat. Sie beißt hinein und sagt, »Super lecker, Max!« So endet die Praktikumswoche mit einem Gefühl der Erfüllung. Max verabschiedet sich von Lisa, Andreas, Herr Schneider und Mia. Er dankt ihnen für die geduldige Anleitung. Sie geben ihm eine Tüte mit Brötchen und einem kleinen Kuchen als Abschiedsgeschenk mit. Auf dem Heimweg grinst er, denkt an den ersten Morgen, als er so müde und unsicher war. Jetzt ist er voller Wissen und Stolz. Er weiß, dass er sich entscheiden muss, ob er diese Bäckerlehre machen oder lieber ein anderes berufliches Ziel verfolgen will. Aber er hat erlebt, wie wichtig gutes Brot und gute Backwaren für die Menschen sind und wie befriedigend es ist, diesen Prozess zu beherrschen. Am Abend sitzt er mit seiner Familie zusammen und isst das Landbrot mit ein wenig Butter. Jeder lobt den Geschmack. Seine Mutter sagt, »Max, ich sehe, wie deine Augen leuchten. Mach das, was dich glücklich macht.« Er nickt nachdenklich, fühlt, dass ihm das Bäckerhandwerk sehr zusagt. Für nächste Woche hat er wieder Schule, doch die Gedanken kreisen um Mehl und Teig. Wahrscheinlich wird er sich in Kürze bewerben, denn es ist klar, einen Tag in der Bäckerei zu erleben, hat ihm eine neue Welt geöffnet. Eine Welt voller Gerüche, Wärme und echter Handwerkskunst.